Nachdem man relativ schnell per Du ist, hast du beim Erstkontakt in der Regel noch 5 Minuten das Du-Wort auf beide Seiten und du kennst dein Kundenklientel, weil es halt wirklich nicht so viele Musiker gibt, egal ob es am Land ist oder auf Stadt oder Wien oder riesengroße Stadt ist, es ist wurscht. Also das bleibt gleich. Ob du jetzt die ländliche Bevölkerung per Du anrest oder die städtische, das ist scheißegal beim Musiker. Ich fange an, ich bin seit meinem 15. Lebensjahr in der Musikinstrumentenbaubranche tätig, habe Kirchenorgelbau gelernt in Pregarten und Holz- und Blechblasinstrumentenbau in Innsbruck. Kurz darauf bin ich selbstständig geworden mit meiner kleinen Werkstatt und habe mich eigentlich eher in die Richtung Holzblasinstrumente verschrieben. Zur Reparatur, also an Neubauten eher weniger, aber Reparatur und Restaurierungen. Genau. Ich habe mit 3,5 angefangen Klavier zu spielen, bin einer von den ersten Schüler gewesen in der Landesmusikschule Gallmenkirchen. Vorgeprägt, weil mein Vater eine Band gehabt hat, der Bandproberaum natürlich im eigenen Haus drinnen war. Und wenn du das immer stehen hast, die ganze PA, ganzen Boxen, ganzen Lautsprecher, ganzen damals noch Orgeln, dann bist du halt bei der Probe auch dabei. Und dann möchtest du halt irgendwas probieren. Und wie es kleines Kind so, hast du halt kaum eine Möglichkeit damals gehabt, eine E-Gitarre umzuschnallen, die halt für deine Größe passt, oder das Saxophon, das hätte am Boden schwingen können, das weiß ich auch nicht ausgegangen. Also kommst du zu den Tasten, da kann man sitzen, drücken, spielen, fertig, aus. Das war's. Es ist nichts anderes da gewesen. Also eine Trompete war zu groß gewesen, die war schwer, ganz klar, Saxophon viel zu groß. Und Gitarre zu groß. Also da war nie ein Thema auf Kinderinstrumente, was Gott sei Dank nicht umgeschwenkt haben, schon seit vielen, vielen Jahren. Und das war der Grund, warum ich auf Tasten gekommen bin. Also ganz normal Basis, Klavier. Und dann halt den Rest müsst ihr dann sowieso spielen können, wenn das passt. Wurscht, egal 10% von den Leuten, weil in Österreich sind Musiker. Die Kunden zu Hause oder die Kunden da sind ist ja fast das gleiche Klientel. Neuer Kunde, der sich verirrt bist in 5 Minuten per Du, den kennst und der kennt dann die. Und wenn du dann am Christkindlmarkt stehst und trinkst einen Glühwein und der sieht dich von der Wein, dann leitet er da schon. Und das ist halt dann schon lässig, wenn man sagt, okay, du kannst auf einen so einen Pool von Leuten zurückgreifen, die ich kenne, auch wenn ich es nur kurz kenne oder nur kurz gesehen habe. Oder du weißt, okay, der spielt Saxophon oder der spielt Posaune. Und dann fragen sie mich die Leute, weißt du nicht einen Quetschenspieler für unsere Musik? So, ja, auf alle sicher, weiß ich den rufen auch. Ja, du weißt du wie so viel. Ja klar, wenn sie die da treffen, dann brauche ich es nur verteilen können. Aber es ist halt auch nicht wirklich schwierig, wenn du mit denen bei du bist. Wenn ich natürlich so durchs Leben renne und die alle nicht kenne, wo noch ich kennen kann. Dass da nie was zusammenkommt oder dass da nie ein schnelles Bandgefüge zusammenkommt. Also ich sehe das auch bei meinem Sohn, der hat lange E-Gitarre gespielt. Der ist ganz lange in den Unterricht gegangen und den habe ich auch gefragt, also, ob er seine Kollegen kennt, die vor ihm oder nach ihm in der Stand sind. Das ist ein typisches Beispiel. Der geht so in den Stand und weiß nicht, wer vor ihm ist, den kennt er gar nicht. Und weiß nicht, der wo nach ihm kommt, dass er irgendwann den die Hand gibt und sagt, hey Christi, kannst du nicht eine halbe Stunde früher kommen, dann bleibe ich eine halbe Stunde länger da, dann spielen wir mal gemeinsam. Und das geht mir an, weil einfach diese Kommunikation nicht da ist. Und das ist wohl schwer, dass sich dann ein Gitarrist mit einem Schlagzeuger trifft, weil die kennen sie nicht. Die kommen nie zusammen. Wenn jetzt irgendwo wirklich ein Lehrer den beim Ohr nimmt und sagt, jetzt gehst du mal mit, jetzt suchst du den einmal an, gang der freiwillig nie da an. Und das hat es bei mir nicht gegeben. Wenn ich jetzt da in der Musikschule einen gehört habe, der geil gespielt hat, dann bin ich auf, draußen bei der Tür, eine und gesagt, hey Servus, boah, das spielst du aber geil oder so, ja. Und der hat natürlich mit zur Freude gehabt. Und dass du den dann kennst, ich bin der und der und der und dann die zusammenreißt und selber dann sagst, okay, hey, das kenne ich, das Lied, du kannst jetzt mitspielen, dass das leichter ist und dass du schneller mal was zusammenbringst, ist klar.
Aber das haben die leider nicht mehr. Wie gesagt, das ist so. Mein Bruder ist das beste Beispiel. Der hat den vor ihm in der Stunde nicht kennt und nach ihm. Der hat nicht gewusst, wer das ist. Und das ist schlimm. Und dann sind lauter Gitarristen gewesen, die sie eigentlich kennen sollten. Das ist oft einmal total witzig, weil die Kids selber wollen. Oftmals dürfen sie dann nicht, weil der Papa und Mama sagt, nein, das ist mir zu laut oder zu teuer. Und die anderen Kids, die kommen dann mit schon so einem Gesicht und schauen, nämlich der E-Gitarre und kriegt es nicht. Und schaut eigentlich Trompeten an, weil der Papa sagt, er muss Trompeten spielen. Und dann kannst du eigentlich von Haus aus bei 50%, wenn man mal lange im Verkauf war, 50% von den Kunden kannst fast einschätzen, wird das was oder wird das nichts. Und würdest du ein Kind alleine durchs Geschäft gelassen und ihm das ausfüllen lassen, was er will, hast du eine wesentlich größere Möglichkeit, dass das ein Musiker wird. Und diesen Fehler haben sie vor 50 Jahren schon gemacht, weil du musst jetzt Akkordeon lernen oder der Musikverein hat gesagt, ja, du kannst schon kommen, aber du musst jetzt Posaune spielen, weil wir brauchen einen Posaunisten. Und eigentlich hätte er Tuba-Kern gespielt oder Saxophon, ist scheißegal. Und den Fehler machen sie heute genauso. Und kochen eigentlich wesentlich Zwänge auf das, was das Kind kann und was das Kind möchte. Und das tut mir narrisch leid für die, weil die müssen sich dann runtergewöhnen mit Sachen. Ich möchte auch nicht Fußball spielen. Weißt du, wie ich meine? Wobei es halt auch in der Stadt wesentlich weniger Musikvereine gibt. Also man sieht jetzt nicht nur an jeglicher Landesmusikschule, was das für Eigendynamik hat. Kommt darauf an, was welcher Lehrer fokussiert oder in welche Richtung das er gehen möchte. Du siehst es auch auf der Uni in Linz, wenn du einiges, das ist auch ganz was Eigenes und da merkst du auch einen großen Unterschied. Bist du eher in den klassischen Bereich daheim oder gehst du eher zu den Klassikern, hast du ganz ein anderes Gaudi-Niveau, als wenn du jetzt zu den Jazzer gehst oder zu den Popularmusiker. Also da musst du dich da auch komplett umstellen, wenn du da nicht auf Besuch bist oder du reparierst irgendwas. Und so ist es auch genauso in der Musikschule. Im Kleineren hast du natürlich mehr Lehrer, aber halt nicht ganz so verrückt wie die Unigeschichte. Aber viel witziger, also das finde ich total cool. Egal in welcher Musikschule du gehst, wenn du jetzt noch unter Weißenbach gehst, ist wieder ein ganz anderes Thema beim Einigen, beim Gerissen, als wie wenn du jetzt in eine Kirchen reingehst. Oder du gehst in Heid oder irgendwo schlag mich tot wohin. Und das ist cool, finde ich cool. Ist ausgegangen. Lass uns ein bisschen reden.